Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein? Auf meinem wunderschönen großen Account mit Smokey, mit Hunter und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wunderbare Sache. Jetzt dürft ihr auch sehr gerne einen Kommentar schreiben. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, bei dem ich mir eigentlich wünsche und hoffe, dass das nur ein Scherz war, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich so ist. Aber wenn ihr noch nicht sitzen solltet, setzt euch hin. Ansonsten fallt ihr um oder ihr fallt auch vom Glauben ab. Aber in den USA haben wohl Leute eine Entdeckung gemacht, die wohl ihr Leben verändern wird. Ja, kann man nicht anders sagen. Und zwar haben sie herausgefunden, dass sie ihre Fenster öffnen können, um frische Luft in die Wohnung oder ihr Haus zu lassen. Und dass das sogar Vorteile haben kann. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Das ist das Ding. Und es ist scheinbar ein Trend geworden. ich weiß auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht. Da stellen sich für mich so viele Fragen. Wirklich. Für mich stellen sich da echt viele Fragen. Wie können diese Leute, die jetzt erst davon erfahren haben, vorher gelebt haben? Weil... Und man muss sich mal vorstellen, ja, also da machen jetzt Leute Videos darüber, in denen sie halt zeigen, wie sie lüften, ja, wie toll das ist und so weiter und so fort. Und hier Fenster auf und das und das. Was haben die denn vorher gemacht? Die tun so, als hätten sie gerade das Feuer neu entdeckt. Oder das Rad erfunden. Ehrlich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Wie hat man denn vorher gelebt? Ich meine mal, du hast ja einige Probleme damit, wenn du das vorher nicht gewusst hast. Also mal abgesehen von Schimmel, der entstehen könnte, okay? Aber auch so, also irgendwann wird ja die Luft einfach, sag ich mal, schlecht. Was machst du dann? Damit leben? Sagst du, naja, ist es halt so? Dann stinkt's halt hier die ganze Zeit. Was soll ich machen? Soll ich umziehen? Nee, Fenster aufmachen. Aber wenn du das nicht weißt, was machst du dann? Jetzt mal ehrlich, was machst du dann? Wenn du nicht selber auf den Gedanken gekommen bist, vielleicht könnte ich ja das Fenster aufmachen, um frische Luft reinzulassen, damit es hier wieder etwas besser riecht. Oder, ich weiß nicht, mir ist zu warm in der Wohnung oder so. Und draußen ist es noch kalt. Dann mache ich halt kurz mal die Fenster auf, damit es ein bisschen runterkühlt. Also hast du dann vorher einfach damit gelebt, so wie es ist? Dir gesagt, naja, dann ist es halt so und das war's? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Und eine andere Sache, die ist aber schon lange her und ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt das konkrete Thema war oder besser gesagt, was die Leute da so fasziniert hat. Aber ich glaube, das hatte irgendwas mit einem Wasserkocher zu tun. Ich weiß nicht, ob sie nicht wussten, was ein Wasserkocher ist oder dass du das gekochte Wasser auch für einen Tee verwenden kannst. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, was es genau war. Aber irgendwas war da mit einem Wasserkocher und die... Ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Man denkt sich so, das sollte doch eigentlich jeder wissen, oder nicht? Okay, gut, auf der anderen Seite... Man merkt so einen gewissen Generationsunterschied, ja, wenn halt hierzulande auch junge Leute nicht mehr die Uhr lesen können. Ich rede jetzt nicht von einer Digitaluhr. Ich hoffe, das kriegt man noch einigermaßen hin, Zahlen abzulesen. Aber nein, ich meine so eine schöne Dreizeigeruhr. Ja, dass du die nicht mehr ablesen kannst. Gut, man kann sagen, naja, es ist ja nicht mehr so relevant. Ja, aber ich weiß nicht, das sind halt einfach so Sachen. Sollte man die nicht trotzdem können, auch wenn man zu Hause keine Uhr zu hängen hat? Sollte man nicht trotzdem einfach wissen, wie man so eine Uhr abliest? Ich hoffe, ihr könnt sie noch ablesen. Ansonsten bitte nachholen, ja? Meine Güte. Es sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Ja? Ich habe dafür kein Verständnis. Mal abgesehen davon, die Uhr, gut, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber jedenfalls damals wurde das noch in der Grundschule beigebracht. Ja? Da hat man sich dann aus Papier seine eigene Uhr mit Zeigern gebastelt und dann hat man halt so Aufgaben gehabt. Keine Ahnung, zeig mir 12 Uhr mittags auf der Uhr, dann musstest du halt 12 Uhr mittags einstellen. So, sowas halt, ja.
Okay, gut. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man nur so leben? Ah. Schrecklich. Aber gut, okay, wenn wir schon bei schrecklichen Dingen sind. Ich hoffe, sowas wird nie Trend oder, also Trend, ist vielleicht ein falsches Wort dafür. Ich hoffe, sowas wird nie auf dem Lehrplan stehen, ja, in Schulen. Aber wenn man Kindern lieber das Tippen an einer Tastatur beibringen möchte, anstatt das Schreiben mit der Hand, ja, so einen Stift zu halten und dann richtig zu schreiben, nein, stattdessen lieber auf einer Tastatur rumzutippen, boah, dann, ey, wirklich, dann haben wir aber Probleme hier. Ich habe für sowas wirklich keinerlei Verständnis. Ernsthaft. Also, mal abgesehen davon, warum muss man überhaupt Kindern Tippen auf der Tastatur beibringen in der Schule? Also, warum? Und zweitens, warum sollte man stattdessen, beziehungsweise wenn man das beibringt, das Tippen, warum sollte man dann entsprechend auf der anderen Seite dann das Schreiben mit der Hand, ja, und einem Stift dann einstellen? Weil vielleicht ist das ja auch nicht mehr zeitgemäß. Aber auch für sowas, ja, keinerlei Verständnis. Ehrlich, das geht einfach nicht. Also, wenn man sich so ein bisschen halt, ich möchte mich jetzt hier nicht als Hirnforscher aufspielen oder so, ja, das wäre ein bisschen zu vermessen, ne? Aber wenn man, ich lese ja gerne Sachbücher, ja, irgendein Thema, was mich interessiert, und dann lese ich dazu. Ich mag Romane und sowas überhaupt nicht, also sowas will ich nicht lesen, ja, da gucke ich mir lieber Filme und Serien an, aber lesen möchte ich sowas nicht. Ja? Ich lieber halt irgendwas, wo man dann am Ende schlauer ist. Und ansonsten für andere Sachen, was so Unterhaltung angeht, da gucke ich mir das lieber an, statt zu lesen. Aber gut, okay, das nur mal so am Rande. Ne? Deswegen, ich mag halt eher so Sachbücher. Ne? Und dann liest man sich so Themen durch, die einen dann interessieren, liest sich da rein in die Sachen. Ja, beispielsweise auch eben so Gehirnentwicklung und sowas. Ne? Und dann ja, hast du halt solche Sachen und dann denkst du so, damit tut man halt den Kindern nun mal auch keinen Gefallen. Ja? Ich meine, da ist ja jetzt nicht nur einfach das Schreiben. Es ist ja das... Boah, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Jetzt habe ich mich schon in Rage geredet, jetzt muss ich aber auch durchziehen. Es ist ja nicht nur das Schreiben an der Stelle, sondern das Ganze drumherum, ja, dass du weißt, wie du halt einen Füller zu halten hast oder sowas, ja, oder einen Kugelschreiber oder sonst was. Wie viel Druck du ausüben musst, um zu schreiben, ja, wie du ihn führen musst. Das sind ja auch halt, so gesehen ja auch feinmotorische Bewegungen, die du durchführen musst, damit das funktioniert am Ende. Ja, das ist ja alles etwas, was ja im Grunde alles irgendwo Lernen ist, ne? Und wenn man das dann einfach mit Tipp ersetzt, ja, hat man den Kindern keinen Gefallen getan. Genauso krass, dass halt, weißt du siehst halt Kinder da, die haben so ein richtiges Foto vor sich, ja, so ein ausgedrucktes Foto, und die versuchen daran zu zoomen oder so. Das ist schon hart. Und die merken, das geht nicht, aber die versuchen es immer weiter. Weil sie ja gelernt haben, ja, du kannst halt eigentlich so bei einem Foto ja eigentlich zoomen. Ich finde das krass. Ich finde das wirklich krass. Ja. Also digitale Medien für Kleinkinder? Nee. Bloß nicht. Wirklich. Es gibt Sachen... Ja, für die habe ich einfach kein Verständnis. Ne? Das sind ja auch nicht die Kinder dran schuld, da muss man einfach sagen, das sind die Eltern. Ja? Ja, wenn die halt dann ihrem, weiß ich nicht, 2-jährigen Kind halt schon das Smartphone in die Hand drücken, damit es sich da irgendwas angucken kann, die ganze Zeit. So, da kann ja das Kind nichts dafür, ne? So. Das sind ja nur die Sachen, die einem gegeben werden. Also insofern muss man da vielleicht mal andere Personen, sage ich mal, erziehen. Ja, was so vielleicht gute Erziehung angeht. Na gut, egal. Aber jedenfalls ist wirklich... So, jetzt... Irgendwann muss ich jetzt mal selber auch ein Ende finden.
Mann, 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 Mann. Aber das hat mich echt schon so ein bisschen schockiert, dass man Videos braucht, die einem sagen, du kannst frische Luft in deine Wohnung lassen. Wie haben diese Leute vor diesem Trend gelebt? Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass die das unterbewusst schon immer so gemacht haben und jetzt denken, die haben irgendwas Neues herausgefunden, weil sie es gesehen haben. Und dabei haben sie es die ganze Zeit schon gemacht. Aber jetzt ist es cool, weil es ein Trend ist, weil das jeder macht. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ey. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, meine Güte. Soll ich noch in irgendein Match reingehen? Soll ich es noch einmal probieren oder wie sieht's aus? Eigentlich nach dem Thema bin ich fertig. Ich bin durch. Ich brauche eine Pause. Das war zu viel für mich. Das war echt anstrengend, das jetzt mal im Grunde aufzuarbeiten oder wenigstens wiederzugeben. Aufarbeitung war das ja nicht. Oh. Ey, ich bin durch. Ich bin wirklich durch. Ja. Kann man nicht anders sagen. Naja, gut. Egal. Habe ich hier noch irgendwas Interessantes, was ich euch zeigen kann vielleicht? Bei diesem neuen Event, also was heißt neu? Das läuft ja jetzt auch schon so ein bisschen, ja. Jedenfalls das Sakura-Blüte-Event. Ich mache da nicht mit. Ja, also ich habe mir hier mal die Belohnungen angesehen, wenn ich die denn sehen würde. Wo sind die denn? Hä? Oder ist das hier nur die Kaufseite dafür? Ich habe doch hier irgendwo die... Wo waren denn? Ach, hier. Da waren die Belohnungen. Ja, jedenfalls mal geguckt, was es hier so gibt. Und da ist für mich jetzt nichts Interessantes dabei, was ich realistisch bekommen könnte. Also Nanobots für Isida, das habe ich halt schon. Brauche ich also nicht mehr. Excalibur für Railgun habe ich auch schon. Vakuumprojektile für Skorpion klingt nett, aber ihr seht, das ist schon ein bisschen weiter weg. Und da habe ich jetzt auch nicht so viel Lust, extra dafür die Aufgaben zu machen. Also insofern, da bin ich raus. Ansonsten gibt es hier noch interessante Variationen, aber die kommen halt so spät. Die sind für mich sowieso nicht mehr greifbar. Ja. Klar, ich könnte natürlich jetzt die ganzen Missionen machen, die rausgekommen sind. Aber du hast halt hier sowas wie, wo haben wir das? Genau. Ein Level-Up musst du machen. Ja, geht halt schwer, wenn man noch so viele Punkte braucht. Ansonsten, der Rest sieht ja jetzt erstmal soweit machbar aus, aber du hast halt nun mal immer so Missionen. Ich kann mich gar nicht so viel für die anstrengen. Das geht nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach noch 100.000 EP machen, nur um diese Aufgabe abzuschließen. Damit ich vielleicht dann am Ende die nötigen Punkte zusammen habe, um mir irgendwas Gutes zu holen. Ja, ich weiß, man kann sich hier auch natürlich Punkte nochmal zusätzlich holen. Aber habe ich jetzt Lust, mein Punktekonto damit aufzufüllen und dann halt alle Kristalle, die ich habe, im Grunde dafür auszugeben? Und wenn ich Pech habe, fehlt mir noch immer irgendwas. Und dann? Ja. Also insofern, ich bin da raus. Ja, wer da mitmachen will, man muss halt schon mal vorher gucken. Ja, also einfach so blind mitmachen, ja, wäre mir zu riskant. Deswegen, ich habe halt schon vorher geschaut, okay, was gibt es denn hier zu gewinnen? Und die ersten Sachen, die ich gesehen habe, dachte ich mir, ja, okay, bis dahin könnte ich kommen, aber das ist eigentlich völlig egal. Ja, brauche ich nicht. So. Okay, gut. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin durch, ja. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Genau. Ich werde jetzt hier einfach mal lüften. Ich werde ein Fenster aufmachen. Ich werde die Balkontür aufmachen und dann werde ich mal lüften. Denn ich brauche jetzt frische Luft. Okay, Leute, in dem Sinne, macht es gut oder auch besser. Rinjauen ist ja klar. Und ja, wenn ihr wollt, dann macht das auch so. Bis dahin. Ciao, ciao.